Richtig gesehen. Ich mache hier nämlich kein normales Koch- oder Backvideo. Ich habe nämlich einen richtig super Tipp auf YouTube gesehen, dass man mit Zitronensäure Rost richtig schön wegbekommt. Also dieser Kolben hier ist böse, der ist komplett festgerostet. Der untere hier, der lässt sich noch bewegen. Das lasse ich jetzt 24 Stunden stehen. Man sieht schon, dass es arbeitet und ich bin extrem gespannt, was das wird. Was ich bei meinem kleinen ästhetischen Rostbehandlungsversuch allerdings noch nicht geahnt habe, war die Tatsache, dass mir dieser Führungsbolzen noch einige Kräfte und Energie rauben wird. Hab's gerade noch schlimmer gemacht, als es schon war. Oh Mann, ja, also das war auch das war richtig blöd. Es ist einfach richtig blöd gewesen. Uh. Das war natürlich jetzt deutlich drüber. Also es war eigentlich klar, dass das passiert. Zum Glück wusste ich es nicht, denn sonst hätte ich vielleicht schon aufgegeben, bevor ich überhaupt neue Ideen ausprobieren konnte. Jetzt habe ich doch wenigstens schon mal das Gummi abbekommen. Ja, also der Führungsbolzen hier, der ist komplett mal wieder gerostet. Na komm, Mausi. Ja, Maus. Na, hallo. Meine Hübsche. Es ist wirklich extrem schwierig, diesen festgerosteten Führungsbolzen loszubekommen. Ich habe das jetzt also schon sehr stark und intensiv versucht mit Rostlöser, mit Kühlspray, mit Gewalt und das alles hat nicht funktioniert. Das ist jetzt also mein nächster Versuch, das Ganze zu befreien. Das lasse ich jetzt 24 Stunden stehen. Man sieht schon, dass es arbeitet und ich bin extrem gespannt, was das wird. Das war ein richtig super Trick mit der Zitronensäure, um ganz viel von dem Rost schon mal wegzukriegen. Reicht aber leider nicht aus, um den festgerosteten Führungsbolzen da rauszubekommen. Da brauche ich jetzt andere Mittel. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit
Habe es gerade noch schlimmer gemacht, als es schon war. Ich dachte, es sei eine gute Idee, diese Schraube da reinzudrehen, weil ich da nämlich einen besseren Angriffspunkt habe. Mit so einem Aufsatz hier. Da ist die Schraube natürlich abgebrochen, die steckt da jetzt drin. Oh Mann, ja, also das war auch also das war richtig blöd. Es ist einfach richtig blöd gewesen. Oh Mann, ey. Ich habe doch vorher extra noch gelesen, man soll diese kleinen Schrauben später, wenn man das alles befestigt, mit maximal 14 Newtonmeter anziehen. Und das war natürlich jetzt deutlich drüber. Also es war eigentlich klar, dass das passiert. Oh, ich bin so dumm, ey. Oh Mann, ey. Ich befürchte, das muss irgendwann doch ausgebohrt werden. Und bevor ich mich versah, hat mein Nachbar das Telefon in die Hand genommen und wir sind zu seiner Schwester gefahren. Danke an dieser Stelle noch einmal für die Riesenhilfe. Ich bin unglaublich froh, dass wir diesen Schritt jetzt wieder geschafft haben und den Führungsbolzen gestern ausgebohrt haben. Das bringt mich jetzt einen Riesenschritt weiter. Ich muss mir jetzt aber ein Reparaturkit für die Bremssättel besorgen, wo neue Führungsbolzen drin sind und neue Dichtungen. Und da sind auch neue Bremszylinder drin für den Bremssattel. Das möchte ich nämlich auch noch austauschen. Und damit das Ganze jetzt hier nicht so lange einfach so rumhängt, bis ich die Ersatzteile habe, werde ich das Ganze jetzt natürlich mit Rostumwandler nochmal einschmieren. Ich werde das Ganze hier, diese Hülsen, nochmal ein bisschen schleifen von innen. Ja, und dann werde ich das provisorisch einfach wieder zurückbauen, damit ich mich dann nämlich mit dem anderen Rad auseinandersetzen kann. Es hängt erstmal alles wieder provisorisch dran. Jetzt kann ich auf die Ersatzteile warten. Ich habe auch nochmal alles mit Rostumwandler eingeschmiert. Ja, jetzt warten wir auf die Teile. Aber als nächstes werde ich mich schon mal mit dem Rad auf der Fahrerseite beschäftigen, denn da muss ich das Gleiche machen. Nichts in meinem Leben ist perfekt. Weder der Weg, den ich gehe, noch die Werkstatt, die ich nutze, oder das Haus, in dem ich lebe. Alles, was ich mache, braucht Zeit und Geduld, wie die kleinen Pflänzchen, die sich jedes Frühjahr neu entwickeln. Denn jeder Schritt muss zuerst gegangen werden. Auch wenn ich Wünsche verfolge und Träume habe, so geht es doch im Leben darum, zu lernen und sich selbst in eine Sache zu vertiefen.
Denn ein Weg ist immer noch der beste. Der Weg, den man mit seinen eigenen Erfahrungen bewältigt hat. Durch Ausprobieren und Versagen. Durch Wiederaufstehen und Neuerfinden. Durch das Niemals aufgeben. Ich weiß nicht mehr, was ich da jetzt noch sagen soll. Wer hätte es gedacht, auf dieser Seite sieht es natürlich kein Stück besser aus. Um das Nervensystem zu regulieren, ist es immerhin eine akute Hilfe. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast.